Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Vinyl-Haul mal wieder. Ich zeige euch, was an Neuheiten bei mir reingekommen ist. Nach dem Intro legen wir los. Starten wir heute mal wieder mit ein bisschen Synthpop, Electronic Body Music, wie auch immer man es nennen mag. And1, eine der Bands, die mich ziemlich geprägt hat in dem, was ich musikalisch dann gemacht habe. Ich fand oder finde And1 immer noch großartig. Hier ist eine Platte, die wirklich zu den Highlights für mich von And1 gehörte. Und zwar die Spot. Ich hatte gehofft, sie damals in Holland, vor ein paar Monaten, Wochen in Holland zu kriegen. Leider war ich da nicht fündig geworden. Jetzt habe ich sie mir auf eBay geholt. Ist kein günstiges Unterfangen. Das Ding ist wirklich schon ein bisschen gesuchter und teurer. Ist auch eine grandiose Platte. Allein der Song Life Isn't Easy in Germany ist, finde ich, ein absolutes Highlight von And1. Und das Schöne ist, das Vinyl sieht wirklich traumhaft aus und der Zustand ist super gut. Hier kommt in einem schön leuchtenden Gelb daher. Richtig cooles Teil und ich bin froh, dass ich die endlich auch in der Sammlung habe. Bleiben wir ein wenig in dem Bereich des EBM, Elektronikmusik. Hier habe ich geht eher so ein bisschen in den Gothic-Bereich, wie kann man es nennen, Wave Gothic würde ich es nennen, Ego Drum, ein Album, auf den ein ziemlich cooler Song von ist, und das ist Destillat. Wer Interesse an so einer Platte hat, es gibt die bei auf der Homepage zu kaufen. Sind halt Neupressungen auf jeden Fall. Ich habe gleich noch eine und ich bin durch Zufall mal drauf gestolpert, irgendwie wieder drauf gekommen, nach zu gucken. Und habe diese beiden Platten da erwerben können. Sehr, sehr cool und ja, das Ganze hier, Ego Drum, ein recht cooles Album. Dann aber das Album von das für mich irgendwie das Beste der Band ist, und das ist Staub. Man kann das echt schwer beschreiben, was machen. Das ist, wie mag man das nennen? Das ist fast so eine Operette mit keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Man hört es euch an, entweder man mag es oder man hasst es, glaube ich. Also ich finde es großartig, gerade hier das Lied Sagenlicht, Unschuld Erde, finde ich eines der besten Lieder. Von der Armut auch ein cooles Lied, also das definitiv die Platte von die ich am meisten feiere. Wohl das bekannteste Lied von ist Gottes Tod. Da bin ich damals auch dann auf die Band gekommen. Ich finde die Jungs großartig, hatte damals auch die Chance, mit denen sogar Backstage mal in Magdeburg abzuhängen, möchte ich auch nicht nennen. Sie waren im selben Raum. Wir haben da beim Band-Contest mitgemacht bei einem Festival und war da Headliner. Also demnach irgendwie auch eine coole Erinnerung. War schon eine coole Zeit. So, Kiss, Breaking Fences, ein weiteres nicht offizielles Teil. Sehr, sehr schön. Das Ganze ist, ich muss gucken, wann aufgenommen. Steht das hier eigentlich irgendwo? Hier steht, Kiss had stopped the show for 40 minutes after a few songs. Achso, Fans sind gegen die Barriere geknallt. Also anscheinend ein Konzert, wo ein bisschen was passiert ist. Ich glaube, das wird aus 96, 97 sein. Sieht auf jeden Fall nach der Zeit aus. Ja, hier steht es, da kann man es gut sehen. Es ist Utrecht, Holland, 11. Juni 1997. Die Reunion-Tour im Prinzip im November, glaube ich, gestartet damals oder im Dezember. Ich war damals in Berlin 96 zum ersten Konzert von Kiss in Deutschland. Also ich glaube, es war der erste Stopp von Kiss in Deutschland. Auf jeden Fall das erste Konzert, was ich von Kiss in Make-up gesehen habe, damals 96. So, in dem Teil, ihr seht es schon, es ist eine sehr, sehr dicke Hülle oder ein sehr, sehr dickes Cover, da sieht man es an der Seite. Und da drin kommen 3 Vinylscheiben, ein Poster und ein Booklet. Ich zeige euch das einmal hier, da haben wir die Vinylscheiben. Eine habe ich schon mal rausgeholt. Wo ist sie denn? Da haben wir sie, kommen alle 3 in so einem wunderschönen blau-schwarzen Swirl-Vinyl. Das habe ich gesucht, das Wort. Sieht sehr, sehr cool aus. Da drauf ist dieses typische Zahnrad, was auch auf den Tourbooks damals drauf war zu der Zeit. Sehr cool. Das Vinyl finde ich echt schön, schick gemacht. Und dann gucken wir uns nochmal die Beilagen an, die dabei sind.
Da haben wir nämlich ein wunderschönes Poster. Einmal hier Rock of Nations Tour 97. Hieß die damals Rock of Nations Tour. Ja, auch da nochmal stehen die Daten drauf. Ihr seht es, KISS auf dem Bild. Ganze in schwarz-weiß. Und dann haben wir hier noch dieses wunderschöne Booklet. Da haben wir einmal Ace und Paul. Ein paar schöne Live-Bilder aus der Zeit. Hier haben wir Ace, richtig cool. Für mich ja im Prinzip 96 die Zeit gewesen, wo meine zweite Fan-Ära begonnen hat. Mit KISS zwischendurch eine kleine Pause im Prinzip gehabt, also nie eine richtige Pause, aber das Unplugged-Konzert hat es wieder angefeuert. Dann wurde ja kurz danach die Reunion bekannt gegeben und bei mir startete im Prinzip meine zweite KISS-Fan-Ära, die bis heute anhält. Was daraus geworden ist, sieht man ja, ein Bekloppter, der ohne Ende Vinyl sammelt. Hier seht ihr Gene mit richtig coolen verdrehten Augen beim Blutspucken. Also das Booklet absolut, finde ich, ein Highlight. Und so sieht es von hinten aus. Eine habe ich noch für euch. Schauen wir nochmal, was ich da gleich Schönes habe. Ja, kommen wir zur letzten Scheibe. Eine davon habt ihr jetzt ja schon gesehen neulich. Ich hatte noch eine mehr gekauft in dem Bundle hier, die KISS-Platten. Da war noch das Booklet dabei mit den 2 Vinylscheiben. Das habe ich euch ja schon gezeigt, diese beiden Buchversionen. Da kommen demnächst noch 2 neue. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn die kommen. Ich liebe diese Buchedition-Varianten. Ich hoffe, wie gesagt, die machen da noch weiter. Es müssen jetzt nicht unbedingt immer 2 auf einmal kommen, weil die Dinger kosten ein bisschen Geld. Aber ja, ich freue mich da natürlich über jedes Buch, was da kommt mit Vinyl dabei. Absolut genial. So, hier haben wir natürlich wieder was mich richtig anspricht. The Return to the Garden. Das Ganze ist aus den 80ern, ja, 79, die Dynasty-Zeit. Ich liebe diese Zeit mit den Kostümen. Gene ja mit diesem Knochen an der Seite, was er wirklich nur ganz, ganz kurz anhatte. Genau wie Peter mit diesen Löwenfellköpfen oder Tigern, die er da auf seinen Schultern hatte. Ich liebe diese Kostüme, ich liebe diese Zeit. Für mich absolut ja, mit die coolste Zeit von KISS. Und da sind Songs drauf, zum Beispiel wie Move On wurde da gespielt und I Was Made for Loving You natürlich, 2000 Man, alles so Songs aus dieser Zeit. Schauen wir einmal rein, auch da erwartet uns wieder ein bisschen was, und zwar ein riesiges Poster gleich. Und wir haben hier die Vinylscheibe, einmal in einem wunderschönen, ja, Magenta wird es hier genannt. Sieht richtig gut aus, eine tolle Farbe, schönes Vinyl. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich werde sie natürlich wieder für euch in den Shorts anspielen, damit ihr wieder hört, wie die Qualität von diesen nicht offiziellen Geschichten ist. Kommen beide in Magenta daher, also Farbe ist identisch. So, gucken wir uns das hier an, weil das ist noch ein Highlight. Ich denke mal, ich werde es nicht ganz aufs Bild kriegen, weil es ist ein riesen Poster. Versuche es euch irgendwie einzufangen. So, da seht ihr es. Oben haben wir Paul und Gene, in der Mitte steht The Return of KISS und unten kommen dann Peter und Ace. Ich denke mal, man kann sich ungefähr vorstellen, wie riesig das Poster ist. Sehr, sehr nice. Besonders das Bild von Gene gefällt mir extrem gut. Ja, das war dann der kleine Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich packe mal kurz das Poster hier zusammen und dann legen wir einfach mal das Bild von Gene hier so schön hin. Ein cooles Bild, kann man nicht sagen. Sieht sehr, sehr genial aus. Ja, ich hoffe, mein Haul hat euch gefallen und am Wochenende jetzt kommt noch die Auslosung des Gewinnspiels. Also wer da mitgemacht hat, seid gespannt. Das werde ich euch noch zeigen. Wahrscheinlich werde ich erst die Auslosung machen und danach noch eine kleine Platte zeigen oder irgendwas, damit es nicht ganz so langweilig ist für die, die nicht mitgemacht haben. Das kommt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich das... Es wird wahrscheinlich Sonntag werden. Also ich will nicht zu viel versprechen, manchmal kommt was dazwischen, dann wird es dann doch erst wieder in der nächsten Woche. Aber ich versuche am Sonntag die Auslosung zu machen. So viel sei schon mal gesagt, damit ihr da schon mal wisst, wann das losgeht. So, jetzt bin ich raus. Lasst ein Abo da, einen Kommentar natürlich, wie ihr die Sachen findet, wie ihr auch so Sachen wie das ich findet. Kennt ihr das? Kennt ihr es nicht? Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? And One? Ja, nein. Bei KISS brauche ich euch nicht zu fragen. Die meisten, die meinen Kanal gucken, sind Fans. Also, ne, das ist schon mal gesetzt. Dann, was bleibt mir noch zu sagen? Nichts weiter. Daumen, Abo, Kommentar. Keep on rockin'. Tschüss.